und ich bin aktuell COO und Projektleiterin bei Boosterspace, einer Event- und Consulting-Agentur im Herzen Berlins. Wir sind unter anderem für die Formate Games Week Berlin, Womanize Games in Tech, Dev Booster und noch so einige andere verantwortlich. Ich bin seit 2013 in der Games-Branche unterwegs und alles hat angefangen für die Arbeit für den Deutschen Computerspielpreis und danach habe ich diverse Stationen durchlaufen, unter anderem beim Game-Bundesverband, bei Wargaming und bei Aruba Events. Und bei Aruba Events habe ich dann vornehmlich angefangen als Speaker-Managerin und bin dann übergegangen zum Projektmanagement und habe später als Projektleitung dann verschiedene Konferenzformate wie die Covades, die Respawn, den Gamescom-Kongress und auch den Deutschen Entwicklerpreis verantwortet. Neben der organisatorischen Seite kam dann immer mehr auch die Verantwortung für die Projektteams, die verschiedenen Gewerke dazu. Und so bin ich, seit ich zurück bin bei Boosterspace seit 2018, dort eben neben der unternehmerischen Weiterentwicklung auch zuständig für alles rund um unser Personal. Ganz besonders am Herzen bei Boosterspace aktuell liegt mir natürlich unser Format Womanize Games and Tech, was sich auf die Fahne geschrieben hat, die Diversität der Games- und Tech-Industrie sichtbarer zu machen und dafür einzustehen, dass es noch ein bisschen mehr wird. Vor der Pandemie waren wir ein Konferenzformat. Mittlerweile konzentrieren wir uns dann auf unsere Womanize Inspiring Stories, ein Interviewformat, welches wöchentlich am Mittwoch erscheint. Und in diesem Jahr werden wir uns zusätzlich zu den schriftlichen Interviewformaten auch noch auf Videoformate dahingehend konzentrieren. So, wenn ihr glaubt, ihr seid eine spannende Persönlichkeit für Womanize Inspiring Stories, let me know. Kenne deine Stärken und Schwächen. Ein Satz, den man immer wieder hört, aber der trotz dessen an seiner Relevanz nicht verliert. Denn es ist ganz wichtig, eben seine Stärken und seine Schwächen zu kennen, dabei aber natürlich sich in der Weiterentwicklung auf seine Stärken zu konzentrieren. Es wird sicherlich nicht immer ein leichter Weg sein, aber wenn man fokussiert auf seine Ziele hinarbeitet, lohnt es sich umso mehr dran zu bleiben und dafür einzustehen, wenn man sie dann erreicht hat. Außerdem ist es auch immer wichtig, dabei zu schauen, wenn man Kritik bekommt, von wem kommt denn diese Kritik und welche Intention hat denn diese Kritik? Weil leider ist Kritik nicht immer dafür da, um Wachstum zu fördern, was es eigentlich sein sollte. Konstruktive Kritik sollte dich immer ein Stück weiterbringen. Du solltest daraus Schlüsse ziehen können, die du wiederum für deine Weiterentwicklung verwenden kannst. Aber darauf zielt Kritik leider nicht immer ab und deshalb ist es da auch ganz wichtig zu reflektieren, wo kommt die Kritik her, wer äußert die Kritik und warum und vielleicht auch sogar, wie wird denn diese Kritik geäußert. Denn da gibt es schon kleine, feine Unterschiede, die auch dann eben wichtig sind, um beurteilen zu können, wie sehr lasse ich diese Kritik an mich heran und wo macht es vielleicht auch einfach keinen Sinn. Werde Teil der Games-Branche. Hier gibt es eine Menge Dinge, die in Bewegung sind, die sich verändern, die mitgestaltet werden wollen. Und wir freuen uns natürlich über jeden und jede, die mitmachen wollen und Teil davon werden wollen. Estamos esperando Esperamos, você. esperamos. Juicy as Juicy.